Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sissi, hatte zahlreiche Enkel. Manche führten ein glückliches Familienleben, andere verloren früh ihre Eltern, brachen mit den Traditionen des Kaiserhauses oder sorgten für große Skandale. Hinter jedem von ihnen verbirgt sich ein Schicksal, das heute kaum noch jemand kennt. Das sind ihre Geschichten. Im Frühjahr 1873 wird am Wiener Hof eine glanzvolle Hochzeit gefeiert. Die erst 16-jährige Erzherzogin Gisela, die älteste Tochter von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth, heiratet Prinz Leopold von Bayern. Mit der Hochzeit beginnt für die junge Erzherzogin ein völlig neuer Lebensabschnitt. Sie verlässt ihre Heimat Wien und zieht nach München, wo sie fortan als Prinzessin von Bayern lebt. Viele erwarten, dass ihr der Abschied von ihrer Familie schwerfallen wird. Doch für Gisela bedeutet der Umzug vor allem eins: einen Neuanfang. Am Wiener Hof hatte sie ihre Mutter Elisabeth oft entbehren müssen. Gouvernanten prägten einen Großteil ihrer Kindheit. Nun fasst Gisela einen Entschluss. Ihre eigenen Kinder sollen anders aufwachsen. Sie möchte nicht nur Mutter sein, sie möchte die Kindheit ihrer Kinder bewusst miterleben. Schon bald erfüllt Kinderlachen das Palais Leopold. Am 8. Januar 1874 wird Elisabeth Marie geboren und macht Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth zum ersten Mal zu Großeltern. Gut ein Jahr später folgt Auguste Maria Luise. 1880 kommt Sohn Georg zur Welt, ehe am 22. November 1883 Konrad geboren wird. Im Palais entwickelt sich ein lebhafter Familienalltag. Zwar kümmern sich auch hier Gouvernanten um den Unterricht, doch Gisela hält sich bewusst nicht im Hintergrund. Sie verbringt viel Zeit mit ihren Kindern, spielt mit ihnen, begleitet ihren Alltag und möchte ihnen die Nähe schenken, die ihr selbst oft gefehlt hatte. Für einige Jahre scheint dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung zu gehen. Doch das Leben ihrer Kinder wird ganz anders verlaufen, als Gisela es sich erhofft. Während Prinz Leopold seinen militärischen Verpflichtungen nachgeht, führt Gisela den Haushalt, engagiert sich für wohltätige Einrichtungen und widmet sich ihrer Leidenschaft, dem Malen und Schreiben von Gedichten. Vor allem aber schafft sie ein Zuhause, das von Wärme und Zusammenhalt geprägt ist. Die 4 Geschwister wachsen in einer liebevollen Umgebung auf, in der Pflicht ebenso zählt wie Herzlichkeit. Schon früh zeigen sich ihre unterschiedlichen Charakterzüge. Elisabeth Marie gilt als selbstbewusst und willensstark, Auguste als barmherzig und fürsorglich. Georg entwickelt einen ausgeprägten Sinn für Disziplin, während der jüngste Sohn Konrad als Nesthäkchen der Familie besonders umsorgt wird. Für Gisela geht damit zunächst ein großer Traum in Erfüllung. Noch ahnt niemand, dass diese scheinbar so harmonische Familie schon bald vor überraschenden Entscheidungen stehen wird. Eine Tochter wird heimlich heiraten und damit den Hof vor vollendete Tatsachen stellen. Einer ihrer Söhne wird sich sogar gegen das adlige Leben entscheiden und Priester werden. Während Gisela in München das Familienleben genießt, von dem sie immer geträumt hat, gerät in Wien die Familie ihres Bruders Rudolf immer stärker in eine Krise. Nur wenige Jahre später wird ein Ereignis das Leben der gesamten Familie Habsburg für immer verändern. Am 2. September 1883 wird auf Schloss Laxenburg Elisabeth Marie von Österreich geboren. Sie ist das einzige Kind von Kronprinz Rudolf und Kronprinzessin Stefanie. In der Familie nennt man sie liebevoll Erci, die ungarische Form ihres Vornamens Elisabeth. Für Stefanie bedeutet die Geburt Hoffnung.
Ihre Ehe mit Rudolf ist bereits schwer belastet und sie hofft, dass ein gemeinsames Kind die Familie wieder zusammenführen kann. Rudolf hätte sich zwar einen Sohn und künftigen Thronfolger gewünscht, doch schon bald schließt auch er seine kleine Tochter tief ins Herz. Dieses Familienglück währt jedoch nur wenige Jahre. Am 30. Januar 1889 erschüttert die Tragödie von Mayerling die gesamte Monarchie. Kronprinz Rudolf und Mary Vetsera werden tot aufgefunden. Für Franz Josef und Elisabeth bedeutet der Tod ihres einzigen Sohnes einen kaum zu begreifenden Verlust. Auch Gisela und Marie Valerie verlieren ihren geliebten Bruder. Doch niemand spürt die Folgen dieser Tragödie so unmittelbar wie die 5-jährige Erci. Für sie beginnt dieser Wintertag wie viele andere. Wenig später ist plötzlich alles anders. Erwachsene sprechen leise miteinander, Diener eilen durch die Gänge. Die vertraute Unbeschwertheit ist verschwunden. Schließlich treten ihre Mutter und ihre Gouvernante zu ihr und erklären ihr, dass ihr Vater nie wieder nach Hause kommen wird. Erci hört schweigend zu. Mit 5 Jahren kann sie noch nicht ganz begreifen, was dieser Verlust wirklich bedeutet. Doch eines versteht sie sofort: Ihr geliebter Vater wird nie wieder an ihrer Seite sein. In seinem Abschiedsbrief bittet Rudolf seine Frau, sich um die gemeinsame Tochter zu kümmern. Sie sei das Wertvollste, was von ihm zurückbleibe. Nach dem Tod ihres Vaters übernimmt Kaiser Franz Josef die Vormundschaft über seine Enkelin. Schon bald wird sie zu seinem Liebling. Wann immer es seine Pflichten zulassen, verbringt der Kaiser Zeit mit ihr, erfüllt ihr viele Wünsche und ermöglicht ihr trotz des schweren Verlustes eine unbeschwerte Kindheit. Unterricht, Reitstunden und ihre große Liebe zu Hunden sollen sie von dem Verlust ablenken. Die Erinnerungen an ihren Vater begleiten sie ein Leben lang. Sie bewahrt zahlreiche Porträts und persönliche Erinnerungsstücke von ihm auf, als wollte sie die Verbindung zu ihm niemals verlieren. Ganz anders entwickelt sich das Verhältnis zu ihrer Mutter. Stefanie fühlt sich durch das Aussehen ihrer Tochter immer wieder an Rudolf erinnert. Als sie im Jahr 1900 einen ungarischen Grafen heiratet, lehnt Erci ihren Stiefvater entschieden ab. Mutter und Tochter entfernen sich immer weiter voneinander, bis der Kontakt schließlich ganz abbricht. Die Tragödie von Mayerling prägt Ercis Leben wie kein anderes Ereignis. Aus dem kleinen Mädchen wird später eine Frau, die sich immer wieder gegen die Erwartungen ihrer eigenen Familie stellen wird. Die Jahre vergehen und aus Giselas Kindern werden junge Erwachsene. Als sie schließlich das Elternhaus verlassen, geht jedes von ihnen seinen ganz eigenen Weg. Als erste überrascht Elisabeth Marie ihre Familie. Mit nur 19 Jahren verliebt sie sich in Otto Ludwig Philipp von Seefried auf Buttenheim. Für ihren Vater Prinz Leopold kommt diese Verbindung jedoch nicht in Frage. Otto gehört einem niedrigeren Adelsrang an und ist zudem Protestant. Für Elisabeth Marie ist die Entscheidung ihres Vaters ein schwerer Schlag. Sie liebt Otto und möchte ihr Leben mit ihm verbringen. Doch je deutlicher der Widerstand ihrer Familie wird, desto fester steht ihr Entschluss. Schließlich fasst das junge Paar einen mutigen Plan. Fernab von München heiraten sie am 2. November 1893, heimlich, im italienischen Genua. Erst nachdem die Trauung längst vollzogen ist, erfahren ihre Familien davon. Nicht persönlich, sondern durch einen Brief. Vor allem Prinz Leopold fühlt sich tief verletzt. Jahrelang bleibt das Verhältnis zu seiner Tochter belastet. Gisela dagegen stellt sich schützend vor sie und setzt sich gemeinsam mit Kaiser Franz Josef für eine Versöhnung ein. Schließlich akzeptiert auch ihr Großvater die Ehe und unterstützt das junge Paar.
Aus der zunächst umstrittenen Liebesheirat wird eine außergewöhnlich glückliche Ehe. Elisabeth Marie und Otto bleiben bis zu seinem Tod im Jahr 1951 zusammen und bekommen 5 Kinder. Auguste entscheidet sich für einen ganz anderen Weg. Ihre Ehe mit Erzherzog Joseph August von Österreich entspricht ganz den Erwartungen des Hochadels. Gemeinsam ziehen sie nach Ungarn und bekommen 6 Kinder. Schon als junge Frau fällt Auguste durch ihre warmherzige und mitfühlende Art auf. Das Leid anderer lässt sie nicht gleichgültig. Wo Menschen Hilfe brauchen, versucht sie anzupacken und ihnen beizustehen. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, zögert sie deshalb nicht lange. Freiwillig arbeitet sie als Krankenschwester, pflegt Verwundete, organisiert Hilfsaktionen und unterstützt zahlreiche wohltätige Projekte. Auch nach dem Ende der Monarchie bleibt sie ihrer sozialen Aufgabe treu und engagiert sich bis ins hohe Alter für Bedürftige und Obdachlose. Anderen zu helfen bleibt für sie ein Leben lang eine Herzensangelegenheit. Auch Georg scheint zunächst den Weg einzuschlagen, der für einen Prinzen vorgesehen ist. Er wird Offizier und heiratet 1912 seine Cousine, Erzherzogin Isabella von Österreich. Doch das Glück währt nicht lange. Schon wenige Monate später zerbricht die Ehe. Ungewöhnlich für einen katholischen Prinzen jener Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg zieht Georg für sich einen Schlussstrich. Er legt die Uniform ab, hinterfragt sein bisheriges Leben grundlegend und entscheidet sich für einen völlig neuen Weg. Statt einer militärischen Laufbahn studiert er Theologie und wird 1921 zum katholischen Priester geweiht. Fortan lebt er überwiegend in Rom und stellt sein Leben ganz in den Dienst der Kirche. Eine Entscheidung, mit der wohl kaum jemand in seiner Familie gerechnet hat. Der jüngste der 4 Geschwister, Konrad, schlägt dagegen einen ruhigeren Weg ein. Mit der italienischen Prinzessin Bona Margherita von Savoyen-Genua, die er 1921 heiratet, gründet er eine Familie und bekommt sogar 2 Kinder. Nach dem Ende der Monarchie zieht er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Er kehrt dorthin, wo er sich schon als Kind am wohlsten fühlt, in die Natur. Zwischen Bergen, Wäldern und seinen Gütern in den Bayerischen Alpen findet Konrad die Ruhe, die er fern vom höfischen Glanz gesucht hat. Die Hoffnung auf eine Rückkehr der Monarchie gibt er zwar nie ganz auf, doch seine Familie und das einfache Leben auf dem Land werden zu seinem Lebensmittelpunkt. Aus der kleinen Erci ist inzwischen eine selbstbewusste junge Frau geworden. Mit ihrer außergewöhnlichen Körpergröße, ihrer eleganten Erscheinung und ihrem starken Willen fällt sie überall auf. Als Lieblingsenkelin Kaiser Franz Joseph weiß sie genau, welchen Einfluss sie auf ihren Großvater hat und nutzt ihn auch. Vielleicht ist es gerade der frühe Verlust ihres Vaters, der in ihr den Wunsch weckt, ihr Leben selbst zu bestimmen. Im Herbst 1900 begegnet sie auf einem Ball dem Offizier und gefeierten Reitsportler Otto zu Windisch-Grätz. Erci verliebt sich Hals über Kopf und fasst einen Entschluss. Sie will Otto heiraten, ganz gleich, was andere davon halten. Doch Kaiser Franz Joseph hat andere Pläne. Für seine Lieblingsenkelin wünscht er sich eine standesgemäßere Verbindung. Erci aber gibt nicht nach. Tag für Tag kämpft sie um seine Zustimmung, bis der Kaiser schließlich einlenkt. Wieder setzt sie ihren starken Willen durch. Am 23. Januar 1902 findet die Hochzeit in der Wiener Hofburg statt. Otto wird in den Fürstenstand erhoben und aus der Erzherzogin wird Fürstin zu Windisch-Grätz. Gemeinsam bekommt das Paar 4 Kinder. Doch das Familienglück hält nicht lange, die Ehe zerbricht und beide gehen eigene Wege.
Auf Schloss Schönau lebt Erci zunehmend zurückgezogen. Dort lernt sie den Marineoffizier Egon Lerch kennen, zu dem sie eine enge Beziehung aufbaut. Als Lerch im Ersten Weltkrieg beim Untergang seines U-Bootes ums Leben kommt, trifft sie dieser Verlust schwer. Auch ihre Ehe möchte Erci beenden. Mehrfach bittet sie ihren Großvater um die Zustimmung zur Scheidung. Doch Kaiser Franz Josef lehnt dies entschieden ab. Wieder stößt sie auf jene starre Regeln und Erwartungen. Erst nach dem Tod des Kaisers und dem Ende der Monarchie kann Erci endlich gegen ihren Ehemann vorgehen. Doch nun beginnt ein jahrelanger erbitterter Streit um das Sorgerecht für ihre 4 Kinder. 1921 eskaliert der Konflikt. Mit einem Gerichtsbeschluss erscheinen ein Richter, ein Gerichtsvollzieher und zahlreiche Polizeibeamte vor Schloss Schönau, um die Kinder ihrem Vater zu übergeben. Doch dazu kommt es nicht. Zahlreiche Bewohner der Umgebung stellen sich schützend vor das Schloss und versperren den Behörden den Weg. Die Beamten müssen unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die Kinder bleiben bei ihrer Mutter. Kaum eine andere Enkelin des Kaisers erlebt eine solche Unterstützung durch die Bevölkerung. (1921) begegnet Erci den sozialdemokratischen Politiker Leopold Petzneck. Durch ihn lernt sie viele Menschen kennen, die täglich mit Not und Armut zu kämpfen haben. Sie öffnet den Garten ihres Schlosses für Bedürftige, verteilt Obst und Gemüse an Familien und erlebt ihre Sorgen aus nächster Nähe. Das Schicksal dieser Menschen lässt sie nicht unberührt. Immer stärker beginnt Erci, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. 1925 geht sie schließlich einen Schritt, den wohl niemand von der Tochter eines Kronprinzen erwartet hätte. Sie tritt der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei bei. Aus der Enkelin eines Kaisers wird die rote Erzherzogin. An ihrer Seite steht inzwischen Leopold Petzneck. Aus ihrer gemeinsamen Überzeugung entwickelt sich eine tiefe Verbundenheit, die viele Jahrzehnte überdauert. Heiraten können die beiden jedoch erst 1948, nachdem Ercis erste Ehe offiziell geschieden worden ist. Nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs finden die beiden wieder zueinander und bleiben bis zu ihrem Tod unzertrennlich. Auch für Marie Valerie beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Bereits 1886 lernt sie auf einem Ball Erzherzog Franz Salvator von Österreich-Toskana kennen. Die beiden verlieben sich ineinander und heiraten am 31. Juli 1890 in Bad Ischl. Die Feierlichkeiten stehen noch unter dem Eindruck der Tragödie von Mayerling. Dennoch beginnt für Marie Valerie der glücklichste Abschnitt ihres Lebens. Gemeinsam mit Franz Salvator bekommen sie 10 Kinder. Auf Schloss Walsee herrscht fast immer lebhaftes Treiben. Aus den Kinderzimmern klingt Lachen, im Schlossgarten wird gespielt und immer wieder führt die Familie kleine Theaterstücke auf. Marie Valerie und Franz Salvator verbringen viel Zeit mit ihren Kindern und schenken ihnen genau das, was Marie Valerie selbst am Wiener Hof so oft vermisst hat: eine liebevolle und möglichst unbeschwerte Kindheit. Doch auch dieses Familienglück bleibt nicht von schweren Verlusten verschont. Bereits 1911 muss Marie Valerie den Tod ihrer jüngsten Tochter Agnes verkraften. Das kleine Mädchen stirbt noch am Tag seiner Geburt. Ein Schmerz, der die Familie tief trifft. Es sollte nicht der letzte tragische Verlust bleiben. Noch tiefer erschüttert Marie Valerie der Tod ihres ältesten Sohnes, Franz Karl. Während des Ersten Weltkriegs dient er als Offizier. Auf Schloss Walsee hofft die Familie täglich auf seine Rückkehr, während Franz Karl an der Front die Schrecken des Krieges erlebt.
Als die Monarchie im Herbst 1918 zusammenbricht, kehrt Franz Karl endlich nach Hause zurück. Doch die Freude über das Wiedersehen währt nur kurz. Der erst 25-Jährige ist schwer erkrankt. Auf Schloss Walsee muss die Familie hilflos mit ansehen, wie sich sein Zustand immer weiter verschlechtert. Am 10. Dezember 1918 stirbt Franz Karl an den Folgen der spanischen Grippe. Für Marie Valerie ist der Tod ihres ältesten Sohnes kaum zu ertragen. Der junge Mann, der eines Tages die Verantwortung für Schloss Walsee übernehmen sollte, ist plötzlich nicht mehr da. Marie Valerie versinkt in tiefer Trauer. Nach Franz Karls frühem Tod übernimmt sein Bruder Hubert Salvator die Verantwortung. Gemeinsam mit seiner Frau Rosemarie zu Salm-Salm baut er eine große Familie auf. Mit 13 Kindern erfüllt sich auch für ihn der Wunsch nach einem lebhaften Zuhause. Die vielen Kinder und Enkel bringen wieder Leben nach Schloss Walsee und schenken Marie Valerie in schweren Zeiten neuen Halt. Doch während ihre Familie weiter wächst, gerät Marie Valeries eigenes Eheleben zunehmend in eine Krise. Franz Salvator unterhält Beziehungen zu anderen Frauen und erkennt sogar einen unehelichen Sohn an. Für die tiefgläubige Kaisertochter kommt eine Scheidung dennoch nicht in Frage. Stattdessen widmet sie sich mit ganzer Kraft ihren Kindern, ihren Enkeln und ihrer wohltätigen Arbeit. Als Marie Valerie am 6. September 1924 im Alter von nur 56 Jahren an Lymphdrüsenkrebs stirbt, verliert ihre große Familie ihren Mittelpunkt. Sie hinterlässt 10 Kinder, 33 Enkel und zahlreiche Urenkel. Auch nach ihrem Tod bleibt die Familie von weiteren Tragödien nicht verschont. 1930 stirbt ihre älteste Tochter Ella im Alter von nur 38 Jahren. Sie hinterlässt 4 Kinder. Ihre jüngere Schwester Gertrud übernimmt später nicht nur die Fürsorge für die 4 Kinder, sondern bewahrt auch Briefe, Tagebücher und zahlreiche Erinnerungsstücke ihrer Mutter sowie ihres Großvaters Kaiser Franz Josef sorgfältig auf. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass bis heute viele persönliche Einblicke in das Leben der Habsburger erhalten geblieben sind. Auch die übrigen Kinder gehen ihren eigenen Weg. Hedwig gründet mit Bernhard zu Stolberg-Stolberg eine große Familie mit 9 Kindern. Theodor Salvator findet mit Maria Theresia von Waldburg zu Zeil und Strauchburg sein persönliches Glück und bekommt ebenfalls mehrere Kinder. Über Maria ist dagegen nur wenig bekannt. Sie stirbt unverheiratet bereits 1936 im Alter von nur 35 Jahren. Mathilde heiratet nach dem Zweiten Weltkrieg den österreichischen Juristen Ernst Hefel und lebt später weitgehend zurückgezogen in Salzburg. Die Ehe bleibt kinderlos. Die Lebenswege von Sissis Enkeln hätten unterschiedlicher kaum sein können. Manche entschieden sich für Liebe statt Pflicht, andere für den Dienst am nächsten. Wieder andere gingen ihren ganz eigenen Weg, oft gegen die Erwartungen ihrer Zeit. Hinter den berühmten Namen standen Menschen mit Hoffnungen, Verlusten, Mut und ganz persönlichen Schicksalen. Mit ihren Lebensgeschichten endet nicht nur das Kapitel einer Kaiserin, sondern auch das einer ganzen Epoche.